Wir können ja froh sein, dass die große Hallentour, also jetzt auch Deutschland, Österreich, Schweiz, erst nächstes Jahr ist. Das wäre ein Fiasko gewesen. Sagt Scooter-Sänger H.P. Baxter im Frühjahr 2020, nicht ahnend, dass ihm natürlich genau dieses Fiasko noch bevorsteht. Cordula Kablitz-Post begleitet für ihre Doku Fuck 2020 eine Band im Stillstand. Alle Konzerte Corona-bedingt verschoben, abgesagt, neu angesetzt, wieder abgesagt. Ein Albtraum. Finanziell, aber auch psychisch. Denn Baxter lebt für die Live-Auftritte vor tausenden Fans. Ich habe mir das mit den Autokinos jetzt mal durchgelesen. Das finde ich so scheiße, wenn da wirklich richtig Sound wäre und das dröhnt, dass die Scheiben wackeln da von den Autos, dann würde ich sagen, okay. Aber so ist das für mich, kommt das gar nicht in Frage. Am Ende tut er es aus lauter Verzweiflung natürlich doch. Und die Autos werden zu Corona-kompatiblen Feiereinheiten, in denen Fans gut gelaunt Party machen. Scooter ist ein Phänomen. Seit ihrem Durchbruch mit Hyper vor 28 Jahren wird die Band für ihren stampfenden Kirmes-Techno verspottet, ist aber enorm erfolgreich. Als eine der wenigen deutschen Gruppen auch international. Cordula Kablitz-Post blickt in ihrer Doku zurück auf die Anfänge von Scooter in der niedersächsischen Provinz, lässt sich von Baxters Mutter erzählen, dass der Junge eigentlich zum Finanzamt sollte, aber eigentlich schon immer lieber Musik machte. Ich wollte dann ja so Synthie-Pop machen, nur das ging in leer nicht, weil gar keiner wusste, was es ist. Bis heute schafft es die Band immer wieder in die Charts und findet mit Hits wie How Much Is the Fish oder dem titelgebenden Fuck 2020 ein großes und überraschend junges Publikum. Die Besetzung von Scooter wechselt über die Jahre immer wieder. Auch die beiden Mitstreiter aus der Doku haben die Band gerade verlassen. Wenn man sieht, wie dievenhaft sich H.P. Baxter mitunter gebärdet, ahnt man warum. Der wasserstoffblonde Frontmann ist das einzige verbliebene Gründungsmitglied, das alterslose Gesicht der Band und Schöpfer ihrer denkwürdigen Gaga-Texte. Was mir immer wichtig war mit den Texten, da immer so einen Witz reinzubringen, so ein Augenzwinkern, manchmal dadaistisch zu sein, also Sachen ja so rüberzubringen, als sei es etwas ganz Bedeutsames und in Wirklichkeit ist es Nonsens, ne? Aber die Wirkung ist so, dass man denkt, was sagt er uns denn nun? Das Erfolgsgeheimnis von Scooter ist vermutlich die ungebrochene Partystimmung und die Authentizität ihres feierwütigen Frontmanns. Baxter ist keiner, der sich irgendwie ironisch von dem distanziert, was er da macht. Offen und durchaus humorvoll spricht er in der Doku über seine Musik und über seinen exzessiven Lebensstil. Die Party auf der Bühne geht nach Konzertende nahtlos weiter, bis hin zum sogenannten Barzwang für alle Crewmitglieder. Der Backstage-Raum ist eine gesetzfreie Zone, Anarchie, egal wo wir sind, da gelten die Scooter-Gesetze. Das heißt Mörderanlage, Lautstärke, Räucherstäbchen, Wodka, Red Bull, Zigaretten, jeder was er will und los geht's. Wenn man die Musik von Scooter vorher furchtbar fand, wird man sie am Ende der Doku vermutlich genauso furchtbar finden. Interessant ist Fuck 2020 dennoch und enorm unterhaltsam sowieso. Ein faszinierender Einblick in das Innenleben einer schrägen Band und ein tragikomisches Dokument einer Zeit, in der keiner so richtig wusste, wie es weitergeht und von der man auch knapp 3 Jahre später immer noch nicht sicher ist, ob sie nun bald hinter uns liegt oder ob das ganz große Fiasko doch noch auf uns wartet.